Also ich studiere jetzt seit 3 Jahren an der Uni Wien und studiere seit 2011 Germanistik und seit dem Semester jetzt auch Kunstgeschichte. Ich studiere jetzt inzwischen 3 Jahre, das 4. Jahr bricht an der Uni Wien und studiere Jus und Philosophie. Ich studiere hier bereits seit 4 Jahren. Und zwar internationale Entwicklung, Kunstgeschichte und Soziologie an der Orientalistik. Die beiden letzteren eher langsam. Das ist jetzt mein 4. Jahr, also ich komme ins 7. Semester und ich studiere Philosophie und vergleichende Literaturwissenschaften. Ich habe 2004 an der Universität Wien angefangen zu studieren, und zwar Soziologie. Habe dann aber dazwischen andere Sachen noch ausprobiert. Also ich habe eine Zeit lang auch Politikwissenschaft dazu studiert. Ich habe ein paar Kurse und Vorlesungen an der Wirtschaftsuniversität gemacht und habe dann auch kurzfristig überlegt, ob ich was Naturwissenschaftliches machen soll, bin aber dann schlussendlich bei der Soziologie geblieben. Ich studiere jetzt schon seit 3 Jahren an der Universität Wien und studiere Philosophie und auch Psychologie. Ich studiere seit 4 Jahren mittlerweile an der Universität Wien, 3 Jahre im Bachelor Philosophie, zwischendurch ein kleiner Ausflug in die vergleichenden Literaturwissenschaften und jetzt seit einem Jahr im Master Philosophie. Ich studiere seit 3 Jahren an der Uni Wien internationale Entwicklung und davor habe ich Soziologie studiert und jetzt werde ich noch an der TU Architektur studieren. Ist es nicht seltsam, dass der Frauenanteil bei den Studierenden knapp bei 50% liegt, sogar ein bisschen drüber, aber bei den Professorinnen unter 3%? Ich habe das Gefühl, dass ich manchmal, wenn ich in so einen Raum komme, in dem natürlich, sagen wir, 70% Männer sitzen, dass ich dann das Gefühl habe, ich muss jetzt schon dann bald mal was Kluges sagen, damit alle wissen, dass ich hier nicht die Krankenschwester bin. Ich glaube einfach, dass man als Frau der anderen Anforderungen ausgesetzt ist, dass es andere Prototypen gibt oder Bilder im Kopf, die man irgendwie brechen muss. Und ich meine, ich habe das an mir selbst gemerkt, dass ich davon mit beeinflusst werde und darüber nachdenke, wie ich mich sozusagen darstellen sollte. In meiner Studienzeit war das allgemeines Wissen, dass man sich verschieden anzieht, wenn man zum Rigorosum geht, je nach Professor. Es gab frauenfeindliche Professoren und alle wussten das. Und es gab frauenfreundliche Professoren und man hat sich eben entsprechend angezogen, um diesem Klischee zu entsprechen. Es gibt halt Codes und denen kann man sich unterordnen oder eben nicht. Auf jeden Fall steht man immer in Beziehung zu ihnen und ich habe mich halt irgendwann entschieden, tendenziell eher gegen die Codes zu arbeiten. Zum Beispiel habe ich mir irgendwann angewöhnt, grundsätzlich, wenn ich ein wichtiges Gespräch mit einem Professor führe, dass ich immer irgendwas Glitzerndes anhabe. Und ich rede mir ein, dass ich damit sowas sage wie, du musst mich auch ernst nehmen, wenn ich echt lächerliche Klamotten anhabe und keinen schwarzen Rollkragenpullover. Ich glaube einfach, dass das Bild von Männern zum Beispiel in der Wissenschaft immer noch ein ganz anderes ist als von einer Frau in der Wissenschaft. Und ich glaube, dass, wenn man an diesen prototypischen Wissenschaftler denkt, der in seinem Kämmerchen sitzt und zu irgendwas forscht, ein überhaupt nicht irgendwie mit Ästhetik aufgeladenes ist. Es ist an der Universität für alle Frauen, die da arbeiten, besonders schwierig und auch schmerzlich, weil die Universität darauf eingerichtet ist, dass sie als ein sehr gefühlsbetonter Laden funktioniert, und zwar unter Männern. Deswegen sage ich immer männerbündisch und homosozial. Das ist ja nicht etwa ohne Gefühle, sondern diese Partnerschaften und Freundschaften, die funktionieren ja und sind lebenswichtig für das System.
Es gibt bestimmt gewisse Unterschiede zwischen studierenden Frauen und studierenden Männern, aber ich weiß nicht, ob die Lebensumstände der Menschen das beeinflussen, wie sie die Welt sehen oder die Art und Weise, wie sie erzogen wurden, ein Mann zu sein oder eine Frau zu sein. Ich nehme wahr, dass wir in einer binären Gesellschaft leben. Ich selber denke aber nicht so, aber natürlich, also es ist schon so, dass ich sehr, sehr viele Frauen kennengelernt habe, die also sozialwissenschaftliche Studiengänge besuchen und ich andererseits viele Freunde habe, die eher was Technisches studieren. Also was das Zahlenverhältnis zwischen Männern und Frauen betrifft, muss man, glaube ich, noch mal differenzieren zwischen den einzelnen Disziplinen. Also in den Sozialwissenschaften und in der Soziologie ist es so, dass viel mehr Frauen anfangen zu studieren und auch das weibliche Verhältnis, also gerade am Anfang der wissenschaftlichen Karriere sozusagen, von Frauen dominiert wird. Wenn man zum Beispiel in die Technikwissenschaften schaut, ist auch keine große Neuigkeit, oder in Chemie, Physik, Informatik, dann ist es natürlich andersrum. Ich möchte dazu überhaupt sagen, dass diese ersten Studentinnen sehr den Naturwissenschaften zugeneigt waren, sehr der Philosophie zugeneigt waren und eigentlich gar nicht das studierten, was man heute so als die typischen Mädchenfächer bezeichnet. Also so vielfältig, wie die historische Realität Frauenleben mir gezeigt hat, ich glaube, dieselbe Vielfalt gibt es natürlich auch heute. Und das sollte man Frauen lassen und so sollte man Frauen wahrnehmen. Ja, es ist schwierig, weil gewisse Gewohnheiten sich einfach schon sehr etabliert und eingeschrieben haben. Aber es ist so wichtig, Frauen in der Technik zu fördern und Männer als Selbstverständlichkeit in der Geisteswissenschaft oder der Pädagogik anzusehen. Damals, wie ich mit meinem Studium begann, war das Vorurteil gegen das technische Verständnis der Frauen noch sehr groß. Das Gehirn der Frau, so hieß es, sei zu klein, um wissenschaftliche Gedankengänge zu erfassen. Ihre physiologische Ausstattung bewirke zeitweise Störungen des Intellekts. Eine Verletzung des weiblichen Schamgefühls durch das universitäre Wissen sei zu erwarten. Damit aber seien die Sitten und daher das Menschengeschlecht gefährdet. Im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich kommt es noch dazu, dass in der Tat Frauen sich stärker damit konfrontiert sehen, dass ihnen die Kompetenz per se ein Stück weit abgesprochen wird, a priori. Ich glaube, die Leute haben an mich nicht die Forderung gestellt, die Praxis jetzt meines Papas zu übernehmen, weil ich einfach sehr früh schon sehr schlecht in den Naturwissenschaften war. Und da muss ich sagen, da bin ich sehr enttäuscht, weil ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass eben dieses Vorurteil besteht, ach, Frauen sind einfach schlecht in Fächern wie Physik und Chemie und Biologie. Und das hört man so früh und übernimmt das dann. Und irgendwann glaubt man es selbst. Und die Unterschiede kommen so etwa ab dem Alter von 10 Jahren. Und zwar, die Unterschiede sind dann so, dass die Mädchen weniger Selbstvertrauen haben, glauben, sie können es nicht so gut und es immer die Konsequenz gibt, wenn ich mir das nicht zutraue, dann ist mein Interesse auch geringer. Und das wirkt so wie ein negativer Kreis. Jetzt müssen wir uns aber anschauen, wie kommt das eigentlich? Ist das sozusagen naturgegeben? Muss ich fragen, eigentlich natürlich nein. Warum sollten Mädchen eigentlich weniger dafür interessiert sein, weniger begabt sein und dergleichen? Und es gibt jetzt wirklich eine Reihe von Studien dazu, die sowohl das Setting Schule anschauen, als natürlich auch Familie, Eltern. Da sieht man sehr stark, dass offensichtlich in den Köpfen andere Geschlechtsstereotype sind.
Ich bin ins Akademische Gymnasium Innsbruck gegangen und habe dort die typische klassische Bildung erfahren. Aber etwas, was dieser klassischen Bildung halt zutiefst anhaftet, ist ein androzentrisches Weltbild und ja, das pure Patriarchat. So traurig es ist, vor meinem Jurastudium war mir keine einzige wichtige Juristin bekannt. Es waren hin und wieder Herren, die es nicht sehr gerne sahen, dass Frauen in den Richterdienst übernommen werden. Zur damaligen Zeit, und das war im Jahre 53, 54, hieß es allgemein, dass es für Frauen unendlich viel schwerer ist. Ich bin gerade in eine Welle gekommen, wo man wieder einmal Damen aufgenommen hat und dadurch war der Eintritt erleichtert. Ich möchte aber bei der Frage noch früher anfangen und sagen, dass nach meinem Eindruck das Jurastudium eher kein Frauenstudium ist. Das Jurastudium verlangt eine sehr starke Abstraktion im Denken, eine sehr starke logische Begabung und letzten Endes natürlich auch Freude zu einem so gearteten Denken. Glauben Sie, dass weibliche Jus-Studenten gegenüber ihren männlichen Kollegen irgendwie benachteiligt sind? Ja, es gibt große Benachteiligungen bei manchen Professoren. Und ich glaube, ein Ausspruch vom ehemaligen Rektor Winkler ist am besten dafür, der gesagt hat, dass die deutsche Sprache für ihn das Wort Akademikerin schon als anrüchig erscheinen lässt. Das kennzeichnet die Situation an der juridischen vielleicht am besten. Sprache ist immer auch Handeln. Was gesagt wurde, gilt. Es ist nicht, dass man nur gemeint hat, aber nicht gesagt hat oder nur gesagt hat und es ohnehin nicht sagen wollte und so weiter. Sprache ist zunächst die Grundlage von vorurteilsbehafteter Wahrnehmung und eben solchen Diskursen. Diese Konstruktion führt dann zu einer Verallgemeinerung negativer Zuordnungen und verwendet dann schließlich viele Argumente, um diese Ausgrenzung auch zu rechtfertigen. Rückkehr zur sprachlichen Normalität heißt nicht, die Frauen verschwinden zu lassen in der Sprache, wie das da irrtümlicherweise dargestellt wird von manchen, sondern die Abschaffung des Binanis. Ein Großbuchstabe mitten in einem Wort ist eine Anomalie. Die Frage, ob ich ein Binnen-I habe oder nicht, ist nicht unbedingt ein Kriterium der Verständlichkeit. Und man muss schon auch eines sehen, dass diese Diskussion im Zusammenhang damit steht, dass es schon darum geht zu sagen, jetzt ist einmal Schluss mit dem Feminismus, die Frauen haben jetzt genug erreicht, ja, und Ende. Und das beginnt natürlich sinnvollerweise von den Gegnern des Feminismus oder antifeministischen Zusammenhängen im Bereich der Sprache, weil das hoch emotionalisiert ist. Gesellschaftlich gesehen, das Wort Feminismus bekommt manchmal eine schlechte Konnotation, was äußerst problematisch ist. Und deswegen, zugespitzt gesagt, erlebt man Situationen, dass Feministinnen oder feministische Themen von Natur aus männerfeindlich oder gegen die Privilegien der Männer sind. Also ich schreibe feministisch und weil das Richtige ist. Das ist nicht zu trennen. Der moralische Hintergrund von Sprache und die Macht, die durch Sprache ausgeübt wird, nicht auf die Geschlechterdifferenz zu durchdringen und zu durcharbeiten, wäre einfach ein ästhetischer Fehler. Interessanterweise hat mein Vater nicht studiert. Meine Mutter hat studiert, meine Mutter ist Magister. Und über Jahrzehnte haben sämtliche Leute die Titel meiner Eltern falsch zugeordnet. Mein Vater war immer der Herr Magister Thomasberger und meine Mutter die Frau Thomasberger. Bis mein Vater dann einen Ehrenprofessor verliehen bekommen hat und jetzt ist die sexistische Gesellschaft wieder in der Lage, ihre Titel richtig zuzuordnen.
Ich habe mich längst daran gewöhnt, bei öffentlichen Vorträgen und so weiter, wo eine Runde zusammentritt, Männer wie Frauen, Professoren, dass die Herren als Herr Professor vorgestellt werden und die Frauen als Frau Doktor. Nun, das kann man leicht zurechtrücken, macht aber immer doch ein unangenehmes Gefühl, als ob sich da jemand in den Vordergrund spielen will und sozusagen mehr scheinen als sein will. Dadurch, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es strukturelle Ungleichheiten gibt, würde ich sagen, dass auf mein ganzes Leben bezogen ich eine andere Behandlung erfahren würde, wenn ich ein Mann wäre. Also ich glaube, das ist nichts, was nur aufs Studium bezogen ist, aber ich glaube, dass man durch andere Stereotype und durch andere Rollenbilder geprägt ist, wenn man als Mann oder als Frau aufwächst. Für mich ist die Erkenntnis erst sehr spät gekommen, weil ja eben Benachteiligung von Frauen etwas ist, was innerhalb der Gesellschaft passiert. Also wir stehen ja nicht außerhalb und werden quasi hinausgedrängt aus dem Gesellschaftsverband, sondern wir wachsen mit dem auf. Das ist implizit. Und diese Muster zu erkennen, bedeutet dann einen großen Schritt von sich selbst wegzumachen. Ich würde sagen, dass mich erst die Universität auch wirklich auf genderpolitische Fragen viel mehr aufmerksam gemacht hat, weil das davor in meinem Leben nur eine geringe Rolle gespielt hat. Und ich glaube, dass ich seit der Universität vielleicht auch spezifischer drauf schaue, welche Frauenbilder gibt es in meiner Wissenschaft, in meinem Studium. Was mich sehr überrascht hat, war, dass ich absolut erst jetzt retrospektiv draufgekommen bin, dass ich eigentlich gar keine Frauen kannte, die, oder wenn nur ein, zwei oder drei, die in der Psychologie oder in der Philosophie tätig waren. Und auch nach Recherche ist es in der Psychologie sehr, sehr selten, dass weibliche Personen berühmt werden oder einfach auch anerkannt werden. Seitdem ich in Wien angekommen bin ich von vielen Seiten gefragt worden, wie eine solche Rückkehr sich anfühlt. Es ist schwer, nicht eines zu denken. Wenn wir nicht durch die politischen Ereignisse unterbrochen worden wären, wenn wir weitergebaut hätten auf diesen Anfängen, wo wäre die Psychoanalyse heute in Wien? Bevor ich Soziologie angefangen habe zu studieren, habe ich eigentlich konkret über berühmte Soziologinnen nicht so sehr viel gewusst. Also auch das, was man gerade am Anfang des Studiums lernt, sind halt die Klassiker. Und die sind halt alle eigentlich durchwegs, bis auf Marie Jahoda, eigentlich männlich. Und das zieht sich eigentlich auch durch, bis man dann zu den Theoretikern kommt, die halt in der Moderne sozusagen auch bekannt werden. Wie sie noch keine Zeit gehabt haben und 9 Stunden lang in der Fabrik gearbeitet haben, da haben sie Zeit für alles gehabt. Aber die unbegrenzte Zeit ist nicht Freizeit. Sie ist eine ungeheure seelische Belastung, die die Menschen dazu zwingt, sich als Ausgestoßene von der gesamten Gesellschaft zu fühlen. Was haben die Frauen vom Nationalsozialismus zu erwarten? Ein System, das Herrenmenschen züchtet, schafft sich auch eine Herrenmoral. Wiederum wird die Frau ins Haus zurückgebannt,
zur dienenden Magd und zur bloßen Gebärmaschine. Für das Vaterland sollen die Frauen Kinder gebären. Kanonenfutter für den Faschismus. Später dann sind die Lastwagen zurückgekommen mit den Kleidern und mit den Augengläsern und Prothesen und so weiter. Und unter der Häftlingsnummer von der Buki, von der Wiener jungen Jüdin, ist ein Zettel von der Käthe Leichter gewesen. Da ist drauf gestanden: Fahren durch Berndorf, überall gute Aufnahme, sind in Dessau. Und damit war es aus. Ich war irgendwie immer überzeugt, dass ich überleben werde. Und diese Überzeugung kam aus der einfachen Tatsache, dass man mit 12 nicht sterben will. Und ich wollte absolut und durchaus nicht sterben und war daher überzeugt, dass es auch nicht der Fall sein würde. Und nur ganz selten hat mich das dann überfallen, dass diese Hoffnung vielleicht töricht ist. Mich hat es eigentlich immer sehr gestört, diese Frau als Opfer, dieser Mythos. Das war nichts, was mich in meinem Leben beflügelt hat, und deswegen hätte ich mir eigentlich gewünscht, da genau das Gegenteil zu erfahren, nämlich die Frau als Heldin. Die längste Zeit war es ja so, dass man zwar natürlich wusste, dass Frauen in Konzentrationslagern waren, aber das war doch eher ferne Liefen. Nicht? Das wahre Erlebnis war das der Männer. Und die ersten Bücher, die über die Lager geschrieben wurden, stammten vor allem von Männern. Und die wenigen Bücher von Frauen wurden nicht ordentlich rezipiert. Was mir sofort auffällt, wenn wir hier den Arkadenhof entlang wandeln, hier gibt es nur die Büsten hochverdienter Wissenschaftler aus der Vergangenheit, aber eine Frau habe ich bis jetzt vergeblich gesucht, aber ich glaube, eine einzige gibt es. Zu der gehen wir jetzt. Mit diesen Büsten im Arkadenhof habe ich eine ganz besondere Erfahrung gemacht, weil ich bin einmal nach der STEOP-Vorlesung, glaube ich, im ersten Semester aus dem Hörsaal gekommen in den Arkadenhof, und alle Büsten waren mit weiblichen Fotografien überdeckt. Erst da ist mir bewusst worden, dass das alles Männer sind und dass das ganz falsch ist. Eines fällt noch auf, wenn man hier in den Arkadenhof kommt, ist ja, glaube ich, schon seit 5 Jahren diese Installation Der Muse reicht's. Was will man denn damit sagen? Mit diesem sehr prägnanten Titel wird auf ein zentrales Thema hingewiesen: Sichtbarkeit von Frauen in der Wissenschaft und auf ihre Errungenschaften. Das wollte die Künstlerin Iris Andraschek damit thematisieren und hat die Idee gehabt, zu dieser Castalia-Nymphe einen Schatten hinzuzugestalten, der da sehr präsent im Arkadenhof sichtbar ist. Das ist eine eher revolutionäre Geste, also sie hebt die Faust und sagt so, hier bin ich, und das Versäumnis muss jetzt hier aufgezeigt werden. Also das Bild von studierenden Frauen bzw. Wissenschaftlerinnen hat sich jetzt während meiner Zeit an der Uni sehr stark verändert. Vor allen Dingen aber auch, weil ich mich inhaltlich mit dem Thema halt auseinandersetze. Und es gibt extrem starke und extrem erfolgreiche Frauen, Wissenschaftlerinnen, die gleichzeitig noch andere Dinge managen, privat oder nicht privat, die man gar nicht so sehr am Schirm hat. Die dramatische Konsequenz dessen, was Sie beschreiben, ist, dass das, was die Männer tun und Wissenschaft als System ja nie
für sich selbst in der Selbstwahrnehmung als männlich erscheint. Das heißt, dass die Frauen automatisch, wie Sie sagen, als subversive Wesen auftreten. Und wenn eine Frau auftritt, ist das zunächst mal das, was Claudia Honegger genannt hat, die Obszönität des Geschlechts. Das heißt, die Frau wird als Wissenschaftlerin auftretend durch den Rahmen, in dem sie steht, gar nicht gehört. Ich kann mir bis heute eigentlich nicht so ganz erklären, warum das eigentlich immer noch passiert. Vielleicht liegt es manchmal auch an mir selber oder also das ist das Schlimme eigentlich. Man fängt dann an sich selbst zu zweifeln. Man sucht dann das Problem bei sich selber und denkt sich, man ist vielleicht irgendwie manchmal zu harsch oder zu direkt. Und ich habe eben oft dieses Gefühl, wenn man dann eben nicht diese nette Studentin ist der Germanistik, die eben schön beigibt, dann passt das manchmal nicht so ganz ins Bild rein. Und ich glaube, manche Professoren finden das ganz gut, auch Professorinnen, ja. Aber es gibt natürlich auch genug negative Beispiele, die dann einen wieder schwächen. Und insgesamt ist man dann immer noch verwirrt und weiß nicht so ganz, wo soll man eigentlich hin oder passt das eigentlich so, wie man ist. Zur Feministin bin ich eigentlich erst durch mein Philosophiestudium geworden, das mir auch sehr aufgezeigt hat, dass mein konservativer Denkhintergrund sehr viel in die Sphäre des Individuums legt. Und in dieser Sphäre des Individuums fällt es manchmal schwer, Strukturen zu erkennen. Wenn man alles an dem Ich festmacht, dann ist auch quasi die Verantwortlichkeit allein bei dem Selbst. Glauben Sie, dass solche Diskussionen wie hier irgendwie die Realität verändern können? Was Grundlegendes, was sich ändern müsste, ist einfach, das ist sehr, also es klingt schon utopisch, aber es müsste die ganze Gesellschaft ändern. Es müssten viele verschiedengeschlechtliche Role Models aktiv sein. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es nicht mehr so ist, dass es durch die Gesellschaft mehr oder weniger vorgegeben ist, dass Psychologie ein weibliches Studium ist und dass Mathematik und Naturwissenschaften männliche Studien sind. Und ich hoffe, dass zukünftige Generationen sich mehr in ihren Interessen verteilen werden. Unsere Fakultät ist sehr frauenfeindlich und sehr konservativ. Und da ist es sehr schwer, irgendwie Fuß zu fassen. Es ist irgendwie noch nicht akzeptiert, dass Frauen auch eine bestimmte Leistung bringen. Aber vielleicht ändert es sich, wenn die ältere Generation ausstirbt. Das ist sicher eine Generationsfrage. Ich habe mir die Frage mal gestellt, weil ich prinzipiell schon Interesse auch am wissenschaftlichen Bereich habe oder eigentlich gehabt habe. Was passiert, wenn ich mit 22 fertig bin, mit meinem Master vielleicht, wenn ich schnell studiere und dann sofort anfange, mich für eine Stelle auf der Uni zu bewerben. Und ich glaube zu behaupten, dass es in diesem Alter schwieriger als Frau ist als Mann einfach, weil die Vorstellung von einer 22-Jährigen in den Köpfen von Professoren vielleicht, die eine ältere Generation angehören, noch ganz anders ist. Mein Studium würde sich, wenn ich ein Mann wäre, definitiv anders gestalten. Ich denke, dass ich anders wahrgenommen würde. Vielleicht wäre ich mit meiner Identität als Philosophiestudent nicht so sehr in einer Abwehrhaltung. Begreife mich da auch durchaus als Gegenmoment zu einer Geschichte der Unterdrückung und damit habe ich kein großes Problem, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich mich in diese Geschichte einordnen würde. Und nun könnte man ja vermuten, dass inzwischen sich einiges geändert hat und die Frauenanteile dann doch allmählich höher werden. Aber die Filter wirken auf einer Anzahl von Frauen, egal wie groß sie ist, in völlig gleicher Weise. Das heißt, sie kriegen aus einem Fach, wo sie 85% Studentinnen haben, nicht etwa dementsprechend mehr habilitierte Frauen raus, sondern auch nur 15% Frauen. Das sind nur 5% mehr als der Normalanteil, 10% Frauen. Zeigt das nicht, dass die Frauen überhaupt nicht imstande sind, die Gleichberechtigung herbeizuführen? Es ist immer noch so, dass die oberen Positionen deutlich männlich dominiert sind, aber Wandel bzw. Aufbruch von diesen alten Strukturen passiert schon. Also da ist einiges im Umbruch.
Ich weiß, dass es eine große Gruppe gibt, die davon ausgeht, dass das Problem die Frauen sind, dass die eigentlich zu wenig Selbstbewusstsein haben, dass sie zu wenig sich trauen, dass sie so ihr Licht unter den Scheffel stellen, wie man so schön sagt. Aus organisationswissenschaftlicher Sicht gehe ich allerdings davon aus, dass es vielmehr die strukturellen Barrieren sind, die aufgebaut sind. Schon wenn Frauen zum Beispiel irgendwie in irgendwelchen höheren Riegen unterwegs sind oder Funktionen haben, die einfach wirklich ziemlich tough sein müssen. Man hört dann oft diese Sage, wenn Frauen in Spitzenpositionen mal nicht irgendwie dem Ideal oder diesem Schönheitsideal irgendwie angepasst sind, sondern eher vielleicht maskuliner wirken, dass das natürlich typisch ist für eine Frau in der Position. Diesen Ausdruck starke Frau, mit dem habe ich so meine Probleme irgendwie, weil warum sollten Frauen nicht starke, gestandene Wesen sein können? Ich finde, diese spezielle Betonung braucht es gar nicht. Es ist schon motivierend von andere Frauen zu hören, die ihr Studium abgeschlossen haben oder sogar mehrere Studien abgeschlossen haben. Ich bewundere ihre Ausdauer und ihre Entschlossenheit. Ich glaube, dass es wichtig ist, positive Rollenbilder von Frauen zu haben, weil ich glaube, dass das da fühlt man sich bestätigt im Frausein, und ich glaube, es ist wichtig, solche auch schon vorgezeichneten Karrierewege zu haben, um zu sehen, was überhaupt im Raum des Möglichen ist. Wenn Studentinnen sehen, es gibt Frauen, die es schaffen, dann ist das natürlich auch ein Anreiz und eine Bestätigung von Aspirationen, von Wünschen, die vorhanden sind. Also ich habe hier aber auch aus meiner früheren Tätigkeit den Eindruck gewonnen, dass sich in dem Moment, wo eine gewisse Anzahl von Frauen oder überhaupt eine Frau an einem Lehrstuhl ist, sich auch vermehrt Frauen bewerben. Vorbilder gibt es auf jeden Fall. Und das sind einfach die Interviews gewesen mit den Frauen, die ich geführt habe, die jetzt in Führungspositionen sind und die von ganz vielen Barrieren berichten können und von ganz vielen Schwierigkeiten, die sie aber irgendwie gemeistert haben. Etwas, was sich radikal geändert hat, wo ich angefangen habe zu studieren, war das freundschaftliche Miteinander mit anderen Frauen. Frauen kennenzulernen, die sich eben wissenschaftlich interessieren und engagieren und mit denen auch wirklich gedanklichen Austausch zu betreiben. Und also genau von dieser oberflächlichen Konkurrenzebene wegzukommen, hin zu einer Beziehung, wo der geistige Austausch derartig im Vordergrund steht und einfach die Hauptrolle einnimmt. Und ich muss auch jetzt sagen, für mich ist mein unmittelbares Umfeld das größte Geschenk, weil da so wahnsinnig interessante und kreative Frauen vorhanden sind. Die Gesellschaft hat also begonnen, umzudenken und so manches Vorurteil bezüglich der beruflichen Karriere der Frauen bereits über Bord geworfen. Nach wie vor wird aber eine Vereinbarung des Berufs- und Privatlebens, also die trotzdem funktionierende Familie, angezweifelt. Frauen wählen sehr stark eher kürzere Ausbildungsgänge und schon natürlich unbewusst oder bewusst im Hinblick darauf Studienrichtungen, die später dann vielleicht eher vereinbar sind mit den sogenannten einseitigen, auf die Frauen einseitig festgelegten Familienpflichten. Ich glaube, das wirklich Schwierige beginnt dann danach, weil es eben immer noch sehr schwierig ist, Familie, Kind und Job unter einen Hut zu bringen und das immer noch Sachen sind, die eher Frauen anheimfallen, würde ich sagen. Also, dass da erwartet wird, dass die Frau in ihrer Karriere Abstriche macht. Ich lese unglaublich gerne Statistiken zu Akademikerinnen, Absolventinnen. Das ist sehr schön. Und es freut mich, weil ich glaube, trotz aller Fürchterlichkeiten und trotz all der Dinge, die es noch zu ändern gilt, ist der Wandel ein positiver. Und darüber freue ich mich sehr. Also in meinem Leben gibt es eigentlich sehr viele Menschen, für die ich sehr, sehr dankbar bin, die mir einfach so eine Einstellung mitgegeben haben, dass ich mich eigentlich nicht kümmern brauche, was die anderen Leute über mich denken, dass mein Geschlecht niemals mich an irgendwas hindern soll, obwohl es das
tut, weil andere Leute das halt schon so sehen, aber grundsätzlich, dass ich einfach Sachen machen soll und es mir egal sein kann, ob das viele Frauen oder viele Männer studieren oder viele Queer-Leute studieren oder was auch immer. Von dem her habe ich schon sehr, sehr coole Role Models in meinem Leben. Ich lese wahnsinnig gern von Frauen, die halt Großes geleistet haben. Seien das, also ich sage jetzt Frauen, ich meine natürlich Leute, die als Frauen leben, ich meine Leute, die sich als Frau zählen, ich meine jetzt nicht das biologische Konstrukt Frau, ich glaube, das ist eh klar. Und von dem her, ich finde es einfach schön, dass es so eine Vielfalt gibt und die bin ich schon immer sehr bemüht aufzuzeigen. Ich denke, es hat etwas unglaublich Ermächtigendes, dieses weibliche Narrativ, auch wenn es erst so in so einer späten Bildungsphase kommt, doch irgendwann zu bekommen. Wenn man sich schon so lange nach dem weiblichen Narrativ sehnt, nach dem erfolgreichen weiblichen Narrativ, dann ist es doch jetzt an der höchsten Zeit, ein solches endlich darzustellen.